So, hallo zusammen. Hier also das Tascam 2488, was ich kurz vorstellen möchte. Ein kurzer Überblick über das Gerät und wie ich das nutze. Jetzt in diesem Video geht es erstmal nur über die Übersicht. Wir fangen hinten an. Wir haben hinten 8 Eingänge, 8 Inputs. Davon sind 4 XLR-Kombi mit Klinke und 4 Normal-Klinke, Mono. Das heißt, wir können die ersten 4 Eingänge nutzen, um XLR anzuschließen, Mikrofone, wie auch Kondensatorenmikrofone, weil wir haben eine Phantomspeisung hier. Die anderen Eingänge sind ebenfalls für Mikrofon gedacht, dynamische Mikrofone oder eben als Line-Eingang. Die Effekte und was hinten noch alles ist, USB, darauf gehe ich jetzt erstmal nicht ein. Wichtig sind die Kanalzüge. Also wie ich gerade schon gesagt habe, für die Kanäle A, B, C, D, also 4 Stück, gibt es eine Phantomspeisung und hier ist auch schon die erste Modifikation, die ich gemacht habe. Und zwar habe ich eine Leuchtdiode eingebaut, das heißt, wenn wir jetzt den Schalter drücken für Phantom Power, geht die Leuchtdiode mit an. Das ist für mich einfach nur nochmal ein kleines Goodie, dass ich eben sehen kann von weitem, dass die Phantomspeisung eingeschaltet ist und ich nicht aus Versehen irgendwas umstecke, weil sonst müsste man nach dem Schalter gucken, ob er eingedrückt ist oder nicht. So finde ich es dann deutlich besser. Wir haben für die 8 Eingänge haben wir Regler, um das Signal einzupegeln. Dazu haben wir auch hier kleine Leuchtdioden, 8 Stück, für die Overload-Funktion. So viel zum Thema Eingängen. Hier, diese 8 Taster sind eben für die Eingänge nochmal, um den Kanälen zuzuweisen. Das heißt Kanal A, B, C, D, E, F, G und H. Wobei ich immer die nebeneinander liegenden Kanäle koppeln kann. Ja, also wenn ich jetzt ein Stereo-Signal habe oder ein Instrument mit Stereo-Ausgang, dann kann ich eben 2 Kanäle koppeln und habe eben Stereo-Ausgang. Genau. So, und die Kanäle bzw. die Eingänge können wir jetzt den Kanälen zuordnen. Hier rechts neben den Eingangstastern haben wir die Effekte. Multi-Effekt, Mikrofoneffekte und Single-Effekte. Da gehe ich auch in einem anderen Video mal drauf ein. Okay. Unter den Eingängen haben wir die Record-Taste. Das heißt, wenn ich hier die Record-Taste drücke, wird der jeweilige Kanalzug, auf dem nachher die Eingänge zugewiesen sind, scharf geschaltet. Das heißt, bei jeder Aufnahme, die ich hier mache, wird genau auf diesem Kanal, wo die rote Leuchtdiode blinkt, aufgenommen und natürlich auch überschrieben. Wir haben übrigens, da komme ich auch gleich auch noch zu, 24 Kanäle insgesamt. Davon 12 als Mono und 6 als Stereo, beziehungsweise auch nochmal 6 als Mono. Okay, unter den Record-Tasten ist die Select-Taste für den jeweiligen Kanalzug. Auch hier kann ich wieder linken, wenn ich jetzt 2 Fader habe für einen Stereo-Kanal. Mit dem Select wähle ich eben den Kanal aus, um nachher im Equalizer die Fader einzustellen, Effekte drauf zu geben. Hiermit wähle ich aus. Beziehungsweise hiermit wähle ich auch aus, welcher Eingang auf diesen jeweiligen Kanal anliegen soll. Sprich, wenn ich im Kanal A, im Eingang A mein Mikrofon habe, drücke ich drauf und weise den Eingang A zu einem Kanal, wie zum Beispiel 5, zu. Jetzt würde also der Kanal, der Eingang A auf dem Kanalzug, auf dem Track 5 liegen. Das Ganze kann man sich auch nochmal anschauen mit einer extra Taste. Hier sehe ich also, welcher Eingang auf welchem Kanalzug liegt. Okay, ich kann auch einen Eingang mehreren zuweisen. Ja. Okay, unter den Select-Tasten haben wir die Mute- und Solo-Tasten. In dem Modus jetzt so ist es nur Mute. Wenn ich hier umschalte, Solo, dann blinkt hier die Solo-LED und jetzt wären die Kanäle als Solo eingestellt. Sieht man auch durchs Blinken. Wenn sie blinken, ist es Solo. Wenn sie nicht blinken, ist es Mute, die Mute-Funktion. Ich weiß nicht, ob ihr jetzt im Video das sehen könnt oder ob mein Kamerasensor die LEDs nicht richtig erfasst. Die scheinen zu flackern. Also nicht wundern, die Lichter sind permanent an und blinken nicht jetzt.
Ja, und unter den Mute-Solo-Tasten haben wir unsere Kanal-Fader. Okay, so viel zum Thema Übersicht über die einzelnen Kanäle, die Kanal-Fader und die einzelnen Kanalzüge. Rechts neben den Kanälen haben wir den Submixer. Hier kann ich nochmal einige Sachen drauflegen, zum Beispiel eigene Kopfhörermixe machen oder verschiedene Eingänge darauf mixen, was auch immer. Typischer Submixer halt, so ein Gruppenfader. Ich kann hier auch bouncen. Das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel 5 Spuren habe, wo ein Schlagzeug aufgenommen worden ist, kann ich diese 5 Spuren, so wie sie gerade abgemischt sind, bouncen auf eine andere Spur, zum Beispiel auf Stereo 1314. Logisch, wenn ich jetzt Toms habe oder Overhead und die habe ich im Panorama nach links und rechts gelegt, dann würde ich jetzt nachher alles auf eine Stereospur bouncen. Das heißt, ich brauche meine 5 Regler nachher für Schlagzeug nicht mehr anfassen und habe alles auf eine Spur drauf, kann aber auch diese 5 Spuren wieder freigeben, wenn ich eben das Schlagzeug auf eine Spur drauf bounce, dann hätte ich die 5 wieder frei für neue Instrumente. Ich habe also ja fast schon unendlich viele Möglichkeiten, hier Sachen aufzunehmen. Mir stehen also nicht nur 24 Spuren zur Verfügung, ich habe auch noch virtuelle Spuren. Das ist schon echt super. Okay, und neben dem Submixer ist der Stereo Master. Und hier habe ich auch nochmal eine kleine Modifikation gemacht, und zwar eine Clipping-LED eingebaut. Die ist so ähnlich wie die Overloads hier. Und zwar kann ich die noch einstellen mit einem Poti, wo das Clipping beginnen soll, meistens bei 0 dB. Alles, was da drüber ist, fängt da an und blinkt hier. Dann weiß ich, okay, das sieht man auch von Weitem, weil man guckt nicht immer auf das Display hier, sondern die Leuchtdiode sieht man direkt. Wenn es hier ein Clipping gibt, dann schlägt die aus, sogar im Takt, also nach dem Instrument eben, was das Clipping verursacht. Und ja, das ist also auch nochmal eine optische Anzeige für mich beim Stereo-Ausgang. Normalerweise macht man da kein Clipping, das macht man bei den Eingängen. Ich finde es aber gut so. So sehe ich auf jeden Fall, falls es beim Lied mal ausschlägt über 0 dB, dass da ein Clipping ist. Okay, und daneben haben wir noch die Tasten für Equalizer. Sieht so aus, ich habe einen 3-Band Equalizer. Send-Effekte, Loop, Effekt 1, Effekt 2. Hier kann ich noch Effekte einstellen. Fader und Panorama kann ich einstellen. Ich kann die Phase des Kanals einstellen. Das Panorama. Ja, so viel dazu. Okay, kommen wir jetzt zum rechten Feld des Testcams. Wir fangen oben an mit der Monitor-Sektion. Hier können wir auswählen, welches Signal wir über unseren Monitorausgang übertragen. Stereo, Summe, den Submix, die Effekt-Loops oder die Effekt-Sense. So kann ich zum Beispiel jetzt einen Kopfhörermix erstellen für den Sänger, der jetzt extra was anderes hört, speziell als ich. Ich kann das Ganze in Mono abhören oder in Stereo. Ich kann mir die Quelle von der Aufnahme anhören, also direkt vor den Fadern noch, und das Signal eben muten. Das heißt, ich höre nur noch über Kopfhörer und nicht mehr über Monitor aus. Hier kann ich das Signal auch noch regeln mit einem Poti. Rechts daneben ist der Shutdown-Knopf. Den muss man gedrückt halten, um das Gerät nachher runterzufahren. Also man kann es nicht einfach ausschalten, man muss es runterfahren wie ein Computer. Darunter sind noch Bedienknöpfe für die Bearbeitung der Audiosignale. Edit Track, Virtual Track, Undo und Redo, Menü, Titeltaste, Szene, Home-Taste, also genau wie mit dem Cursor, und mit dem Jog Data Wheel kann ich hier eigentlich Einträge auswählen und mich durchs Menü navigieren, beziehungsweise wenn ich Spuren editieren will, mache ich das hiermit. Yes, Enter, No, Exit Taste, auch zum Auswählen von Einträgen. Darunter habe ich das Feld für meine Marker und meine Set-Punkte. Set-In, Set-Out, From To. Hier kann ich also festlegen mit Set-In und Set-Out, wo zum Beispiel das Lied anfängt und aufhört, beziehungsweise wo ich Stellen kopieren möchte, bearbeiten möchte, und meine Marks. Hier kann ich Marker einfügen in mein Lied, wie zum Beispiel Intro, Outro, Strophe, was auch immer. Mein Klick, mein Metronom, was man auch einstellen kann. Darunter noch einige Funktionen zum Aufnehmen, wie Autopunch, Wiederholtasten oder
Die RHSL-Taste ist dafür da, dass ich nicht aufnehme, dass ich eben simulieren kann eine Aufnahme. Eine Pitch-Taste, um vorzuhören, das Lied nachher in einer anderen Tonhöhe. Ja, und darunter das Transportfeld. Ganz normal, wie man es vom Kassettenrekorder kennt. Mit Rücklauf, Vorlauf, Stopp, Play und Record. Das sind so die wichtigsten Funktionen. Über die rechte Seite, auch zum Bearbeiten von Spuren, sollte man das Manual lesen, das Handbuch, und auch vieles selber ausprobieren, sich viel erkundigen, weil das ist wirklich nicht ganz so einfach, nicht so trivial, wie man es denkt. Wenn man es einmal drauf hat und die Bedienschritte kennt, ist es ganz einfach zu bedienen und geht auch recht schnell. Nicht so schnell wie am PC, aber es ist schon echt gut gemacht und intuitiv. Man findet sich wirklich schnell zurecht. Ja, soviel zu der Oberfläche vom Tascam 2488. Kurzer Überblick, wie es hier oben aussieht, welche Eingänge ich habe, was ich mit Fadern machen kann, wie ich was zuweisen kann. Und ja, im nächsten Video gehen wir etwas näher drauf ein. Vielen Dank fürs Zuschauen und lasst ein Like da und ein Abo.